Caravan-Salon Düsseldorf 2024 und es geht um Zubehör fürs Wohnmobil. Wenn dich das interessiert, dann würde ich sagen, bleib sehr gerne dran. Ja, und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Fan4Van. Mein Name ist Markus und jetzt sind wir hier am Caravan-Salon in Düsseldorf 2024 und zwar in einer Halle mit ganz viel Zubehör. In diesem Video geht es um Zubehör und ihr seht es auch schon an diesem Mikrofon. Es ist ein bisschen anderes Video, als ihr das sonst von mir kennt, denn ich möchte mir heute ganz viele Sachen raussuchen, wo ich sage, da habe ich vorher was gelesen, das interessiert mich, könnte für euch spannend sein und möchte mir dann einen entsprechenden Ansprechpartner schnappen und mit dem ganz kurz über das entsprechende Produkt sprechen. Ihr seht hier unten Sprungmarken, an denen könnt ihr genau zu diesem Produkt gelangen, das euch ganz besonders interessiert, solltet ihr keine Zeit und Lust haben, das gesamte Video anzusehen. Ja, und insofern sind wir jetzt alle vorbereitet, die letzten Vorkehrungen werden noch getroffen und wir können sofort in das Video starten. Dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Jetzt bin ich bei Alco stehen geblieben, denn da ist mir was ins Auge gesprungen und zwar ein Ultraleichtgewicht, ein Hubschutzsystem und das für einen Kastenwagen. Ich bin sehr interessiert. Bevor wir jetzt aber über das Produkt sprechen, möchte ich erst ganz kurz, dass du dich bei uns kurz vorstellst, bitte. Sehr gerne. Hi, ich bin der Matthias, ich bin Produktmanager bei der Firma Alco für die hydraulischen Stützensysteme. Und ja, wir haben dieses Jahr das erste Mal unser Level Van System, ein hydraulisches Stützensystem speziell für Kastenwegen auf der Messe präsent. Das finde ich sehr interessant. Kannst du mir ein paar Spezifikationen geben? Wir haben ja hier so einen Versuchsaufbau und ihr schreibt überall ultra leicht. Ja. Und wenn ich die, ist das Fake hier? Ja. Das ist tatsächlich kein Fake. Wir haben hier bei uns im System als einzige weltweit Carbonzylinder eingesetzt. Carbonzylinder deshalb, wir haben hier einen Alu-Zylinderkopf und unser Zylinderliner, sagen wir, ist mit Carbonfaser umwickelt und verstärkt. Und dadurch haben wir eine Gewichtsreduktion von 50% gegenüber unseren Standardsystemen für die schwereren Wohnmobile erreicht. Das sieht man also ganz deutlich, wenn man die mal einfach auf die Waage stellt. Ja, also wir haben hier bei dem Hercules, fangen wir mal mit dem Hercules an, haben wir 8,8 Kilo. Ja. Und bei dem neuen haben wir 4,5. Entschuldigung, jetzt habe ich gerade drauf gehört. 4,5. Das heißt also fast die Hälfte. Genau. Irre. Hat es dafür Einbußen auf Stabilität oder irgendwas? Überhaupt nicht. Also wir haben durch das Carbon trotzdem die maximale Stabilität, aber haben halt ein Gesamtgewicht von unserem System von unter 50 Kilogramm. Das war auch nochmal sehr wichtig. Also ihr kennt ja mich mit meinem System. Ich war immer so stolz auf, dass ich so ein leichtes System habe. Das kriege ich nicht hin. Ich habe ein bisschen andere Einbautiefe zugegeben, aber auch das ist hier dieselbe Hubgröße, oder? Wir reden schon von derselben Hubgröße, wenn wir diesen Vergleich machen. Hier müssen wir ehrlicherweise sagen, wir haben Einbußen von 2 cm aufgrund von dem Zylinderkopf, aber nahezu gleich. Okay, was sind wir in Summe? Bei 340 mm. Okay, das ist eine Ansage. Und wir gucken jetzt auch gleich mal unter das Auto und da zeige ich euch nochmal, wie das Ganze aussieht, wenn das verbaut ist. Was mich jetzt noch interessieren würde, wann ist es zu haben und ich vermute, es wird richtig teuer. Ja, also zu haben ist es tatsächlich ab 1. September. Diesen Jahres? Genau, diesen Jahres bei uns im Kundenzentrum zu verbauen. Und der Preis, man könnte mal meinen, ja Carbon, teuer und so weiter, aber wir haben das tatsächlich zu einem Einführungspreis von 5.500 € inklusive Montage und der reguläre Preis nach der Messe 5.750. Okay, also man merkt, ihr wollt auf den Markt damit. Ja, okay, interessant. Darf ich noch eine Frage stellen? Ja. Gibt es so optional dann Wiegefunktionen und sowas, was wir auch von den anderen Systemen kennen, oder gibt es das nicht? Das haben wir in dem Fall leider nicht. Wir haben uns wirklich dafür entschieden, ein Basissystem zu machen, das nur das Nivellieren und die Tankentleerungsfunktion bietet. Wir haben den manuellen Modus, wo man das Fahrzeug individuell stellen kann, aber Wiegefunktionen und sonstige Features haben wir hier bewusst weggelassen. Okay, super. Matthias, vielen herzlichen Dank. Wenn ihr mehr wissen wisst, ihr wisst Bescheid, schreibt in die Kommentare und vielleicht schauen wir uns dann alles nochmal im Detail an. Ich bin auf alle Fälle sehr neugierig geworden. Vielen Dank, Matthias, und euch eine ganz gute Messe. Gell? Vielen Dank dir auch. Ciao. Ciao. Wir sind bei Revotion und ich habe mir extra einen kleinen Ansprechpartner rausgesucht. Du bist hier einer der Big Bosse, ne? Magst du dich ganz kurz vorstellen? Moin, hi. Ich bin Jasper von Revotion und ja, wir haben im Endeffekt ein Smart Home für Camper entwickelt. Sehr, sehr cool. Ihr kennt das Video schon von mir. Ich habe ja schon Teile verbaut und jetzt bin ich mal gespannt, gibt es Neuigkeiten? Denn ihr habt uns ja einiges versprochen. Was ist davon in die Wirklichkeit umgesetzt worden? Genau, letztes Jahr haben wir ja sozusagen das Grundsystem mit unserem Brain und den Nodes vorgestellt und jetzt kommen halt nach und nach immer weitere Nodes hinzu. Und zwar hier, ich sag mal schon direkt präsent hier auf der Ecke, die Truma-Integration. Und zwar haben wir hier nämlich das CP+, was wir eben durch unsere neue Node Connect integrieren können. Das heißt, Truma ist komplett integriert in Revotion.
Das ist was, worauf ich unter anderem gewartet habe. Sehr, sehr spannend. Ab wann ist das erhältlich? Die erste Produktionscharge geht damit jetzt im September los. Das heißt, Ende September, Anfang Oktober ist die Auslieferung. Wir warten jetzt gerade noch auf ein, zwei kleine Zertifizierungsthemen und dann geht's los. Darf ich auch schon nach dem Preis fragen? Genau, wir haben hier ein Bundle aus der Note Connect, aus dem Truma-Display, was wir wahrscheinlich in den vielen Fällen austauschen müssen, was wir aber mitliefern direkt für 3,99 €. Alles klar, verstanden. Wenn wir gerade beim Preis sind, ich habe da hinten was erspäht. Da hinten ist das Brain statt den 600 € für die Hälfte, 300 € zu bekommen. Messerrabatt bedeutet auch wirklich nur während der Messezeit oder haben wir noch ein, zwei Tage länger Zeit? Der Zeitraum ist hart, der ist begrenzt auf der Messe, aber es gilt auch im Onlineshop. Das heißt, man muss nicht vor Ort hier online sein, nicht vor Ort bei uns sein, sondern man kann es auch einfach im Onlineshop schauen. Wir wollten damit einfach den Einstieg nochmal erleichtern in das Remotion-System, um eben dann leichter mal mit ein, zwei Notes zu starten. Von daher könnt ihr es damit sehr, sehr gerne ausprobieren. Perfekt. Ich habe mir gedacht, wenn ich schon sehe, dann spreche ich es direkt an. Andere Frage noch. Ich lese hier oben wieder LTE. Das ist ja für mich das absolut Spannendste, dass ich die Heizung nicht nur über mein System steuern kann, sondern vor allem auch aus der Ferne steuern kann. Wie sieht's aus? Genau, das Brain hat ja schon immer eigentlich einen LTE-Chip mit drin gehabt. Das haben wir für Software-Updates drin. Das müsste deins auch drin haben. Und wir schalten Ende des Jahres den Fernzugriff frei. Das ist soweit schon entwickelt. Jetzt geht es gerade noch so ein paar rechtliche Datenschutzthemen, was sich leider ein bisschen gezogen hat. Aber wir sind auf jeden Fall mit Hochdruck dran. Aber dann wird es nochmal richtig interessant, gerade in Kombination Heizungssteuerung und aus der Ferne steuern von Nachrüstsituationen. Finde ich übrigens gerade sehr interessant, dass du es ansprichst, weil ich weiß nicht, ob du dich auch damit auseinandergesetzt hast. Ich habe ein Video über euer System gedreht und da kamen auch viele Kommentare und manche waren noch dabei, wo sie gesagt haben, naja, ist aber schon sehr teuer und hin und her. Aber gerade wenn man das hört, ihr müsst Zertifizierungen machen und so weiter, also es steckt ja nicht nur die Entwicklung der Hard- und Software dahinter, sondern es sind ja ganz viele Themen, mit denen wir uns eigentlich gar nicht auseinandersetzen müssen, wenn man das so raushört. Das ist eben immer das Thema. Klar, selber basteln kann man immer irgendwie was und es gibt auch sicher sehr viele, ja, ich sag mal, Hobbyprogrammierer, die sowas auch ähnlich hinbekommen. Aber das ist natürlich eine ganz andere Situation von, es funktioniert hier bei mir zu Hause ein bisschen selbst gebastelt, hin zu, eine Firma muss das wirklich abnehmen, zertifizieren, muss die ganzen Datenschutzthemen einhalten. Und da ist natürlich noch ein riesiger Rattenschwanz dran, weshalb es erstmal länger dauert und natürlich auch dementsprechend aufwendiger ist. Aber wir sind auf jeden Fall dran und wir wollen jetzt halt auch zeigen, wir haben auch hier noch eine andere Note noch, dass da ständig was Neues kommt. Was heißt eine andere Note? Erzähl. Genau, wir haben hier die Note. Wir bleiben einfach hier und dann, weil sonst kommt die Kamera nicht. Oder musst du es dort zeigen? Warte mal, dann stelle ich schnell. Ich stelle schnell um. Sekunde. Und umgestellt. Genau, hier haben wir die Note 2A, das ist unsere zweite neue Note, die wir vorstellen. Und das Coole bei der ist, die kann im Endeffekt, das ist wie eine Note Switch, nur halt in zwei Richtungen. Das heißt, man kann nach rechts und nach links steuern, was zum Beispiel für elektrische Ablassventile cool ist, für Kurbelhekis, wo man so einen Elektromotor nachrüsten kann, für alles, so Linearmotoren. Wir hatten Projekte, wo Solardächer sich nochmal aufstellen und so weiter. Trittstufe. Bestes Beispiel, genau. Und hier kann man im Endeffekt mit einer Note dann halt alles in zwei Wege bewegen, auch wieder mit einem physischen Taster und vor allem auch mit einem Timer. Das heißt, man kann vorher ausmessen, wie lange dauert das Gerät, was ich schalten möchte. Und dann kann man mit einem Klick ganz einfach das dann einfahren lassen und es stoppt nach einer gegebenen Zeit. Jetzt habe ich noch eine ganz fiese Frage. Ich habe sie jetzt überall gestellt. Was zeichnet euch gegenüber dem Mitbewerber aus? Nein, da gibt es doch bestimmt irgendwas. Ja, also technisch, glaube ich, könnte ich dir sehr, sehr viel aufzählen, gerade mit der Architektur. Da ist sehr viel schon vorbereitet, was uns hinten raus sehr viel Möglichkeiten lässt. Aber vor allem halt auch, weil wir ein junges Team sind. Wir sind hier in Deutschland. Das heißt, auch die komplette Entwicklung, der Service ist hier. Man hat hier einen Ansprechpartner. Wir sind persönlich und nah dran im Endeffekt und halt komplett auch alles selber produziert. Also alle Module werden bei uns in Düsseldorf produziert. Wir haben eine eigene Produktionsstraße dafür aufgebaut. Also Made in Düsseldorf, made with love in Düsseldorf. Sehr cool. Ja, sehr schön und sehr, sehr spannendes Argument, wie ich meine. Ich freue mich vor allem hier auf diese kleine Geschichte und bin da sehr gespannt und werde euch natürlich informiert halten. Ich bedanke mich jetzt ganz herzlich bei dir, wünsche euch eine gute Messe und wir, würde ich sagen, hopsen gleich mal weiter. Alles klar, danke euch. So, jetzt sind wir bei T-Tronic und ich schaue hier jedes Jahr vorbei, denn ihr habt immer irgendwie was Neues und ich hoffe dieses Jahr auch und es liegt ja schon was da. Ich freue mich drauf. Bevor wir uns jetzt aber um die Produkte kümmern, ganz kurz zu dir. Stellst du dich ganz kurz vor, bitte? Ganz kurz, ja. Ich bin Marc, Geschäftsführer bei T-Tronic. Ja,
Kurz, vielen Dank, super. Was hast du uns mitgebracht? Ich habe hier zwei schöne Rauchmelder, die mit unserer Vipro koppelbar sind, leicht installiert sind, werden geklebt oder geschraubt, sind, wie man sieht, sehr kompakt, in weiß und grau erhältlich und warnen eben die Insassen bei Rauchentwicklung, weil man die im Schlaf nicht wahrnehmen würde, wie du ja weißt. Ja, wenn ich nicht am Fahrzeug bin, dann bekomme ich, wenn der Profinder angeschlossen ist, über den Profinder auf bis zu 10 Mobiltelefone auch eine Nachricht, dass da was nicht in Ordnung ist, dass der Wagen im Begriff ist, sich zu entzünden. Okay, ja, da kann sie aber eigentlich schon fast zu spät sein. Ja gut, aber ja, gibt es auch Signal. Wenn ich in der Nähe bin, nicht Stunden entfernt, dann kann ich eingreifen. Dann kriege ich eine Nachricht und kann entweder selbst dahin eilen oder, wenn er im Winterlager ist, vielleicht dem Betreiber des Winterlagers Bescheid sagen, dass er dort eingreift. Ja. Sehr gut. Jetzt habe ich noch eine dumme Frage. Wenn ich bei mir, ich hab eine Decke aus, nicht Filz, aber eine Stoffdecke. Was hast du da? Weil da tue ich mich schwer wahrscheinlich. Dann nimmst du diesen wunderschönen kleinen Montagewinkel und befestigst ihn klebend oder geschraubt an der Wand und kannst dann den Rauchmelder dort befestigen. Ja, optimal, super cool. Also ich finde die Größe ist beeindruckend, mega. Ja, Wahnsinn. Können wir schon was zu Preis und Erhältlichkeit sagen? Kriege ich das schon im Shop? Erhältlich ab Januar 25 bei allen Campingfachhändlern und Preis wird bei 79 € VK liegen, Verkaufspreis. Ja, okay, super, vielen Dank. Aber du hast noch was anderes, das habe ich entdeckt und das finde ich mega schön. Ich bin ja so ein kleiner Hubstützenfanatiker und da hast du was Spannendes. Ja, wir haben mit der Firma SHR Hydraulik zusammen eine Kooperation und die haben eine kleine Anschlussbox entwickelt für unser Alarmsystem für die Vipro. Und die sorgt dann im Alarmfall dafür, dass der Wagen, der mit SHR-Stützen ausgerüstet ist, nicht weggefahren werden kann, weil die entweder ausgefahren bleiben im Alarmfall oder sehr schnell ausfahren, sodass der Wagen nicht entfernt werden kann. Das finde ich mega spannend. Das heißt, diese Totschaltung oder was habe ich automatisch erledigt, weil mein Fahrzeug fahren kann, wie es will. Passiert nichts, dreht leer. Finde ich spannend. Sehr, 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 sehr interessant. Ist das schon erhältlich auf dem Markt? Das ist ab sofort erhältlich und auch schon zu sehen in Halle 13 bei SHR Hydraulik. Mit dem Namen habe ich es heute nicht so, es tut mir leid. SHR Hydraulik ist der Name. Vielen Dank, das machen wir. Ich wünsche euch eine ganz tolle Messe. Danke, und ich freue mich, wenn ich ab Januar, hast du gesagt, ja? Genau. Da gucken wir mal und testen mal. Und wir laufen jetzt weiter. Es geht ums Internet und ihr kennt mich, da bin ich ein kleiner Nerd und jetzt bin ich bei euch, denn da gibt es was Neues. Wir kennen ja schon dieses eine System, das kennt ihr von meinem Fahrzeug. Und jetzt gibt es aber was Neues. Bevor wir uns jetzt aber um die Produkte kümmern, ganz kurz zu Ihnen, Ihren Namen bitte, wer sind Sie? Ich bin die Frau Bütikofer, Babette Bütikofer. Ich bin seit ungefähr 8 Jahren bei Tenhaft, bin da zuständig fürs Marketing. Ja. Perfekt, da würde ich sagen, haben wir genau die richtige Ansprechpartnerin. Darf ich ganz plump fragen, was ist denn der Unterschied zwischen diesen Antennen? Die hier kenne ich noch gar nicht. Die Oyster XS haben wir eingeführt dieses Jahr 2024, genauso wie die Oyster EasyNet. Ein kleineres Modell. Wir haben bei diesen beiden Antennen reagiert auf die Nachfrage vom Markt. Die SIM-Karte soll innen sein. Genau, Entschuldigung, wenn ich das kurz ergänze. Bei mir war es so, die SIM-Karten sind hier oben, die SIM-Karten-Slot. Und jetzt habe ich, man sieht es ja schon. Wir haben ja bei allen Produkten die Router selber entwickelt. Das heißt, auch die Software ist von uns. Bei der Oyster Connect, Sie sehen, die sehen ähnlich aus. Die neuen Antennen sind die Router etwas größer. Der Unterschied ist bei der Oyster Connect, haben wir ja immer gesagt, ist auch richtig so. Ich habe dadurch, dass die SIM-Karten oben sind, gehe ich mit einem Datenkabel ins Fahrzeug rein. Ja, ich habe keinerlei Datenverlust. Ich kann das Kabel, ist standardmäßig 4 Meter lang, ich kann es bis zu 6 Meter lang machen. Bei den neuen Antennen habe ich die Indoor-Unit, da habe ich die Karten innen. Bedeutet, ich muss mit einem Koaxkabel ins Fahrzeug gehen. Ja. Und das sehen Sie schon hier, den Unterschied zwischen den Kabeln. Das Koaxkabel ist viel dicker. Sie sehen hier hinten 4 Koaxkabel, 2-mal WLAN, 2-mal LTE. Bei der Oyster XS ist die Kabellänge 2 Meter und die ist gesetzt. Ja, ich kann es nicht länger machen, ich kann es nicht kürzer machen. Ist bei manchen Einbausituationen vielleicht schwierig. Aber es ist eigentlich eine gute Länge. Bei der Oyster EasyNet, die dritte Antenne, sind die Koaxkabel 1,50 lang. Ja. Aber das gleiche Prinzip, das gleiche System, der gleiche Router, auch 2 SIM-Karten, die ich wechseln kann im Fahrzeug per Knopfdruck. Jetzt habe ich noch eine ganz freche Frage. Was macht euch besser gegenüber den Mitbewerbern? Vielleicht, wir unterscheiden uns, ist vielleicht besser formuliert vom Wettbewerb, dadurch, dass wir bei uns alles in
Baden-Württemberg selber produzieren. Wir kaufen keine Router zu. Wir legen Wert darauf, dass die Kunden, ja, auch wenn sie mal 70 plus sind, gut mit unserem System zurechtkommen. Das haben wir umgesetzt bei der Oyster Access und EasyNet. Da haben wir auch wieder eine Web-Oberfläche, wo sich der Kunde einwählen kann, aber die ist einfach einfacher. Ja. Die Oyster Connect ist ja eher so für die Nerds, ja, mit Englisch und sämtliche Informationen drin. Das habe ich bei den anderen nicht. Das ist ganz klar einfach. Ich setze die SIM-Karte ein, dann werde ich schon aufgefordert, die PIN einzugeben und einfach. Ja. Also wir haben das und wir haben es eben selber gemacht, das heißt, wir können auch reagieren, wenn sich irgendwas ändert. Ja. Wir geben 3 Jahre Garantie, wir haben einen super Service in Deutschland, wir sind auch immer da für die Kunden, wenn sie Fragen haben. Ist natürlich in der Saison schwierig, wie überall, bei jedem Händler, aber wir sind da für die Kunden. Super, ich finde, das ist eines der wichtigsten Argumente sogar. Sehr schön. Dann herzlichen Dank dafür und Ihnen eine tolle Messe und alles Gute. Ja, tschüss. Jetzt sind wir zusammen mal zu Garmin gegangen, weil ihr habt ja schon gemerkt, so Steuerung und so was, das interessiert mich. Und ihr habt groß angekündigt, ihr habt was Neues für uns Camper. Bevor wir jetzt aber aufs Produkt gehen, kannst du dich ganz kurz vorstellen, bitte? Ja, ich bin der Mike, arbeite seit 9 Jahren für Garmin, seit 25 Jahren in der Caravan-Branche und bin dann auch gerne die ganze Zeit hier auf der Messe am Stand, um viele, viele Fragen zu beantworten. Ja, wisst ihr schon mal Bescheid? Der Mike steht also Rede und Antwort. Ganz kurz, was macht euch aus? Was zeigt ihr uns hier? Gut, wir haben hier die Möglichkeit, den kompletten Aufbau zu steuern. Es ist eine Lösung für Fahrzeughersteller, also nicht unbedingt für die Nachrüstung. Die Sachen, die wir hier machen, machen wir seit vielen Jahren in der Marine. Die sind bewährt unter den extremsten Bedingungen. Und wir können wirklich vom Wohnwagen bis zum Liner für 1 Million alles steuern. Das ist vielleicht ein ganz guter Aspekt, also, weil hier sieht man ja wirklich ein sehr großes Fahrzeug aufgebaut, aber ihr macht das auch wirklich für kleine Fahrzeuge? Ja, du kannst es für kleine Fahrzeuge machen. Das System besteht aus mehreren Komponenten. Du hast auf der einen Seite ein Bedienscreen, das letztendlich der Kunde sieht. Ja. Auf der anderen Seite hast du die sogenannten Connect 50 Module. Das sind Module mit X Ein- und Ausgängen, die auch mehr miteinander verkoppelt werden können, um das halt zu skalieren. Entschuldigung, wenn ich hier unterbreche. Das ist das, was wir hier sehen, richtig? Genau, das ist dieses Modul, was du hier siehst. Ja. Du siehst hier exemplarisch mal einen Kabelbaum dran. Das sind dann 32, genau genommen 31 Kanäle, die du mit Ein-Ausgängen belegen kannst und die du auch einzeln elektronisch absichern kannst. Das heißt, der klassische Sicherungskasten fällt aus. Dafür hast du dann eine Sicherungsscreen in der App. Wenn eine Sicherung fliegt, sagt dir dein System direkt, was los ist. Oh ja, das ist auch sehr, sehr interessant. Also die Sucherei ist damit absolut minimiert. Ja, zum einen die Sucherei, zum anderen musst du auch keine Sicherung mehr suchen, sondern du kannst einfach auf dem Display sagen, so, Sicherung wieder rein. Fliegt die Pumpe wieder raus, weißt du sofort, okay, ich muss die Pumpe ersetzen. Ja, sehr, sehr spannend. Ich habe noch eine weitere Frage. Wir sehen hier schon, das Ganze suggeriert mir, das Ganze kann ich auch per Remote steuern, per App, wenn ich unterwegs bin? Genau. Also das, was du hier siehst, ist eine Sache, die wir mit einem Kooperationspartner hier in Europa machen. Das heißt, du kannst es remote steuern über UMTS-Netzwerk, wenn du unterwegs bist. Ansonsten, wenn du im Fahrzeug bist, kannst du es ganz normal über Wi-Fi steuern. Kannst dein Handy aus der Tasche holen, kannst dein iPad nehmen oder was auch immer und kannst Lichter ein-, ausschalten, kannst Szenarien setzen, kannst Szenarien schalten für verschiedene Modi in der Nacht, auf dem Campingplatz, auf dem Stellplatz ohne Strom, während der Fahrt und so weiter. Das bedeutet aber auch, eigentlich muss ich gar nicht so viel schalten, weil wenn ich die Routinen richtig setze im Vorfeld, dann erkennt das System das automatisch. Wenn ich zum Beispiel am Campingplatz an Landstrom bin, dann habe ich ein anderes Setting, wenn ich das entsprechend eingestellt habe, als am Stellplatz ohne Strom. Richtig, das ist eine freie Definitionssache. Du kannst ja sogar so weit gehen, das System trackt ja auch deine Batterie, dein Power-Management. Und wenn das System sieht, okay, die Batterie, SOC, Batterieladestatus 30%, ja, dann wird schon mal ein bisschen was ausgeschaltet, das Licht wird runtergedimmt und. Wow, also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich hätte auf sowas richtig Bock. Jetzt muss ich nur noch den richtigen Fahrzeughersteller finden. Gibt es schon welche, die ihr fest im Portfolio habt oder ist das noch so ein Betriebsgeheimnis? Nö, die sind fest im Portfolio. Seit vielen Jahren Dembel und STX, das sind so die ganz großen. Das ist so meine Preisklasse?
Weiß ich nicht. Egal. Dann hätten wir auf alle Fälle noch Morello mit an Bord. Und für die, die auch mal ein bisschen weiter nach außen wollen, ins Outback, wir haben den Euramobil X-Tourer. Der hat zum Beispiel auch das System integriert, zusammen mit einem Victron Power Management. Ist halt Victron für uns auch wieder ein sehr interessanter Partner, weil wir mit denen in der Marine schon seit vielen Jahren mit diesem System arbeiten. Also, liebe Hersteller, Appell an euch, schaut euch mal dieses System an, weil die Fahrzeugauswahl könnte für mich durchaus noch ein bisschen erweitert werden. Ich sage Mike, vielen, vielen Dank, dass du uns kurz Rede und Antwort gestanden hast. Kein Thema. Wenn ihr Fragen dazu habt, ihr wisst, wo ihr hinkommen müsst, und ich wünsche euch jetzt eine ganz gute Messe. Vielen Dank, dann dir viel Spaß. Danke, ciao, wir gehen weiter. Jetzt knien wir vor euch nieder, und zwar in einem sehr, sehr schönen Röhncamp, wie ich finde. Wobei es ehrlicherweise gar nicht um den Röhncamp geht. Bevor es ums Produkt geht, geht es erstmal um den Menschen. Magst du dich ganz kurz vorstellen, bitte? Hi, ich bin Bene, Teil des Gründerteams von der Firma Cloudpad. Cloudpad. Was ist denn Cloudpad? Cloudpad ist eine Bodenmanufaktur. Wir statten Campingfahrzeuge von VW-Bus bis Luxusliner statten wir mit ganz individuellen Bodenlösungen aus. Und ich habe das zufällig mitbekommen, als wir draußen auf P1 waren. Ne? Und da haben wir uns kennengelernt. Und dann hast du mir das mal gezeigt. Und das finde ich sehr faszinierend. Erklär mir mal ein paar Eigenschaften dieses besonderen Bodens. Und da muss man dazu sagen, ich hätte jetzt gesagt, für mich wäre das gar kein Boden, sondern Teppichersatz. Ja, ein Teppich ist es nicht. Wir haben hier ein Kunststoffmaterial, das ist ein EVA-Schaum, also ein geschlossenporiges Material mit der Besonderheit, dass diese geschlossenen Poren Luft beinhalten, also wir eine sehr schöne wärmeisolierende Wirkung erzeugen können. Und das Besondere hier ist, dass wir das Material in sehr vielen Farben bekommen können. Wir können es fräsen, also wir fräsen quasi millimetergenau die Böden aus mit einer gewissen Toleranz. Dieses Muster, das wir jetzt mal ganz genau, sehen, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Nee, alles gut. Genau, und das fräsen wir aus auf der computergesteuerten Fräse und können das Ganze auch lasern und so einfach Firmenlogos und verschiedene Dinge unternehmen, um das Ganze zu individualisieren. Ich hatte mich erdreistet zu sagen Teppichersatz. Warum? Weil ich nicht den Eindruck erwecken wollte, dass es ein Boden ist. Also dass ich meinen Boden rausmache und den dafür ersetze, sondern ich lege den auf meinen bestehenden Boden im Wohnmobil ein. Für mich zum Beispiel im Winter sehr, sehr interessant, um zu isolieren. Aber jetzt noch gleich dazu die nächste Frage. Angenommen, ich wäre in dem Luxus einer Bodenheizung. Ist das dann sinnvoll oder geht das nicht? Ja, also wir haben hier das Gesamtmaterial, ist ein mehrschichtiges System. Wir haben die isolierende Wirkung oben und die dämpfende Wirkung in der zweiten Schicht des Materials und unten drunter eine rutschfeste PVC-Schicht. Das Material ist relativ leicht und funktioniert hervorragend mit einer Fußbodenheizung zusammen. Die Fußbodenheizung wird etwas träger, das Material muss erst durchgeheizt werden, ansonsten funktioniert es ganz genauso wie in den heimischen 4 Wänden mit einer Fußbodenheizung und einem Teppich auch. Ja, top. Normalerweise kommt jetzt die Frage, was hebt dich vom Mitbewerber ab? Aber ihr habt eigentlich keinen Mitbewerber dazu, richtig? Genau, aktuell ist das sozusagen so, wie wir das machen und auch die Kombination der verschiedenen Anforderungen, die wir da in einem Produkt vereinen, ist es eine Weltneuheit. Das haben wir so in den USA noch nicht gesehen. Das Material, oder auch in Asien noch nicht gesehen, das Material an sich ist nicht neu. Ein EVA-Schaum wird zum Beispiel in Schuhsohlen verwendet oder es gibt das Material auch im Marinebereich. Da kommen wir ursprünglich her und die Firma Cloudpad ist sozusagen jetzt die Speerspitze in den Campingbereich. Perfekt. Ganz selbstlose Frage. Gibt es da auch schon Zuschnitte für zum Beispiel einen Grand California von Volkswagen? Ja, das sind unsere Lieblingsprojekte tatsächlich. Also die Campingbranche ist sehr, sehr groß, sehr breit gefächert und es gibt bestimmte Serienfahrzeuge, wie zum Beispiel auch die kleinen Californias oder die Grand Californias, die wir als Maße schon vorliegen haben, wo wir im Grunde in kürzester Zeit auch Produkte liefern können. Ja. Ja, da müssen wir da nochmal in die Bütt gehen. Ihr wisst jetzt Bescheid, aber das sei nochmal gesagt, auch wenn ihr einen ganz individuellen Grundriss habt, dann wird das extra vermessen, richtig? Genau. Und dann kann man das richtig zuschneiden, wenn ich das verstanden habe. Und das würde ja aber im Umkehrschluss auch bedeuten, wenn ihr die fräst, kann ich ja theoretisch auch meine eigenen Muster mit reinfräsen oder macht ihr sowas nicht? Wir müssen ein bisschen aufpassen, also je mehr individuelle Wünsche wir erfüllen bei den Endkunden oder auch den B2B-Kunden, desto träger wird die Produktion an der Stelle. Deswegen bieten wir online dem Endkunden 4 Farben an, die an das Interieur der jeweiligen Wohnmobile angelehnt sind und auch 4 Fräsmuster. Und zwar überall Fan for Van steht da drauf, ne? Das müssen wir noch mal diskutieren, separat diskutieren. Genau, um da einfach die Auswahl schon mal ein bisschen vorwegzunehmen, um es einfacher zu machen. Aber grundsätzlich können wir mit dem Material fast alles machen.
Freche Frage, produziert ihr das in Deutschland oder lasst ihr das dann machen und holt das hier rüber? Also die Kunststoffindustrie, die das sehr gut kann, die sitzt tatsächlich in Asien. Das heißt, wir geben uns sehr große Mühe, eine nachhaltige Lieferkette aufzubauen. Das Material kommt über die Schiene zu uns und wird dann von uns, also als Rohmatten kommt das zu uns und wir veredeln das Ganze dann und gucken, dass wir die Anforderungen aus dem Campingbereich einfach da alle in das Produkt reinkriegen über verschiedenste Dinge, die Oberflächenbeschaffenheit, das Design, aber auch die PVC-Matte beispielsweise und kombinieren so ganz, ganz viele Sachen in einem Produkt zusammen. Ja, sehr spannend. Also ich bin da auf alle Fälle aufmerksam geworden, weil ich für den Winter immer noch was suche und vielleicht kommen wir da mal in eine Testphase. Ich würde mich auf alle Fälle freuen. Bedanke mich jetzt bei dir, bitte, für die Zeit, die du uns geopfert hast. Und wir gehen jetzt einfach weiter. Das war es also jetzt, das Caravan Salon Spezial 2024 zu dem Thema Zubehör. Ich hoffe, da war das ein oder andere Spannende für dich dabei. Schreib gerne in die Kommentare, wenn du was vermisst hast, wenn du noch Fragen hast, wenn du Anmerkungen hast zu den jeweiligen Zubehörteilen, die ich heute vorgestellt habe. Das würde mich sehr, sehr freuen und vor allem, wenn es uns alle gemeinsam in eine gewisse Diskussion führen würde. Ich werde mich jetzt weitermachen und schaue mir noch andere Sachen an. Ich schaue mir Fahrzeuge an, ich schaue mir speziell auch noch mal Toiletten an. Und wenn euch diese Filme auch interessieren, dann gibt es hier unten auch in der Videobeschreibung noch mal eine Playlist, auch von anderen YouTubern. Ich habe mal so das Wichtigste zusammengefasst oder das, was mir am wichtigsten erschien. Und da freue ich mich aber auch über deine Vorschläge. Wenn du noch welche hast, dann nehme ich die sehr, sehr gerne auf in diese Playlist. In diesem Sinne, lasst super gerne ein Like da. Und da geht es mir jetzt gar nicht um die einzelnen Produkte, die ich euch gezeigt habe, sondern das ist so ein kleines Dankeschön für mich, für dieses Video. Das würde mich wahnsinnig freuen an der Stelle. Herzlichen Dank vorab dafür und ich mache mich jetzt auf den Weg und schaue, was ich noch alles entdecken kann für die anderen Videos und wünsche dir, egal mit welchem Zubehör auch immer du unterwegs bist, ganz, ganz tolle Reisen. Und das Wichtigste ist, dass du gesund und glücklich wieder zurückkommst und dann sehen wir uns bald wieder. Bis dahin, alles Gute, euer Markus. Ciao.